Eine schöne Aussicht haben wir hier zu genießen. Hier bei Let's Play Tales of Arise. Jetzt bin ich froh, dass es keinen Fallschaden gibt. Trauriges Ende wäre das, ne? Da hat man nur einmal Splatter und der Ofen ist dann halt da unten auf dem... Naja, Asphalt ist es ja nicht, aber auf dem Boden ziemlich tot, platsch, matschig. Nicht mehr gut zum Gebrauch. It's nice to meet you. Does that? Normally I don't pick on these. Einmal zur Seite. Nicht zur Seite. Wow. I'm sure I can put this to use. Jetzt werden wir nie erfahren, ob das kleine weiße Tier überall hinfolgt, aber... Naja, ich tippe mal darauf, dass die Antwort ja ist. Nur so Gefühl. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Hey yo. Die Scharfschützin aktiviert. Gegenangriff nach Sieg über Gegner, was? Wenn du einen Gegner umgebracht hast, kannst du mehr Gegner angreifen. So, okay. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Also absolut nichts dagegen, ich sag's ja nur, ne? Offiziell ist das, hey, du hast einen Gegner umgebracht, geh mehr Gegner töten. I won't forgive you. Ich wünschte immer noch, es gäbe Überraschungsangriff und so, weil ich, ne, wenn ich da von oben eine Klippe runterspringe, ich glaube nicht, dass das Gürtel hier das absehen kommt. Aber mich fragt ja keiner. Das Gürteltier erst recht nicht. Das Gürteltier denkt sich nur um meine Fresse. Was ist denn da gerade auf meinen Kopf gefallen? Hallo? Was soll das denn? What's got you so worked up, Hoodle? Is that? Watch out! They know we're here. Flying Zoogles, huh? This is going to get interesting. They're nothing I haven't seen before. Shion! I'll shoot them down, you finish them off. Got it? Knock a flying enemy out of the sky, and it's as good Naja, as so haben wir es die done. ganze Zeit schon gemacht, also... Oh. Sehr nett, dass ich das jetzt gerade gelernt habe, aber auf einmal waren alle Gegner da hinten und ich da vorne. Und praktisch. What was it those Zoogles were attacking just now? Is that? What? It's nothing. I only helped because it was convenient. We couldn't have moved forward without clearing out those Zoogles. I don't know what's got you ticked off at me this time, but I suggest you keep your hands away from me. No one asked you to help. Rinwell, she healed its wounds. She's not trying to hurt it. How can you be so... They look like they're talking to each other. He's probably happy to see another owl. I don't think Hoodle's ever met one before. He might have been wondering if he was the only one. Oh. You just barely got to say hi. At least we know it's out there. I'm sure we'll run into it again somewhere. Yeah, I'm sure we will. Right, Hoodle? Pathetic!
Cutscene endet erbärmlich. Ah Mann, ey. Aber unglaublich groß, diese Eule, im Gegensatz zu, naja, dem Hutel, der hinter uns her rennt, sozusagen, fliegt, wie auch immer. Der bei uns in der Gruppe ist. Ne, muss man ja mal gesagt haben. I'm always impressed how good of a shot you are, Shion. What do you mean? Just that all I'm good for is throwing myself at things with all my might. By comparison, your way is more... how do I put it? Precise. It's not like I'm that good of a... Look, that's just how it is with guns. If you miss, it's a wasted bullet you can't get back. Is that why you're always aiming to exploit enemies' weak spots? I wouldn't say every shot is that deliberate, but that is part of it. For example, if I see a flying enemy, I'll often go for their wings. Also, if I see a jumping enemy without wings, I know they're an easy target because they can't get out of the way while in the air. In your case, I bet it's easier for you to deal with enemies that stay on the ground, right? Definitely. Things that can fly circles around me are a real pain to deal with. Exactly. It's important to keep your enemy's movements in check. True. Although your shots have the added benefit of stunning enemies, so it's easier to swipe materials from them. It's really helped out. It's nothing, really. As long as you keep doing your part when we fight, I'd say we're even. Okay. Immer noch eine Zunde. Ist doch gar nichts. Mach ich im Schlaf. Ne. Stellt sicher, dass ihr vorbereitet seid. Na klar. Fertig. Ich hätte gerne jetzt schon neues Zeugs, was ich machen könnte, aber naja. Ups. Und wie der Depp, der ich bin, nehme ich denselben Menüpunkt zweimal. Ja. Natürlich mache ich noch ein Lager auf, weil warum auch nicht? Wahrscheinlich koche ich sogar wieder einfach irgendwas. Do all Danon fighters look like you? What, this getup? I pulled this number together from scrap and parts I salvaged throughout the years. Though now I'm feeling self-conscious, seeing how put together you seem to be. Oh no, I was just curious. Did you fortify your right side more because that's your dominant side? Partly, but mostly because my body's a little worse for wear after all these years fighting. That makes sense. So you take extra care to protect your dominant side with more armor. Smart. Is fighting all you think about? Grillfisch. Nicht Grillfisch, Haferbrei. Dampfkartoffel. Hier, mach doch mal eine Dampfkartoffel. Sie musste ja irgendwie auch 8-mal kochen. Irgendwas war da. Come and eat. Von daher soll sie mal machen. Habe ich kein Problem mit. Und damit meine ich nicht nach dem Motto, ne, die Frau an Herd. Nein, 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 nein. Let's keep moving. Warum kriege ich jetzt hier hin? Ich wollte schon sagen, ich habe die ganze Zeit nichts gehört. Warum kommen die mir jetzt mit dem Hinweis? Ah, lass mich raten. Ich wollte schon sagen, ich krieg eine Brille. Danke, Eule. I'm surprised there are owls here too. Yeah. Stellt euch mal vor, sie ist mal wieder überrascht, dass es hier Eulen gibt. Entschuldigung, aber der Satz kommt mir viel zu oft dabei vor. Weil der einzige Satz. Oh, habe ich das Gefühl, ich muss hier gleich gegen Gargülen kämpfen. Nur so ein I Gefühl, take it aber... we're heading through here then? Everything all right, Zephyr? Yeah, it's nothing. What is that? A ring? It was my wife's. Your wife? You never mention anything about being married. That's surprising? You said was. So then, is she gone? Was it the Renans? No, she was sick. I couldn't get her the medicine she needed, and then she was gone. I'd always wanted to show her the world as it could be. I'm sorry. Don't be. There are plenty of people out there more deserving of your sympathy than me. But
Let's go. What is this place anyway? What's with these columns and steps? No idea. I've never been here before either. Rena's convoy squads probably used it in the past. I guess. It's definitely seen better days. You wouldn't know anything, would you, Shion? Nope. And I'm not interested in learning either. Actually, these are Danon ruins. See? You can tell by the way the columns are decorated and stuff. They're all old Danon designs. Are you saying these things were built more than 300 years ago, then? Yeah. I have no idea what they were used for, though. It's amazing to think our ancestors were capable of making such structures. Hopefully there'll come a time when us Danons will be able to walk through here freely again. That's exactly what you're fighting for, isn't it? Let's keep moving. Yeah. Right. Okay, ich darf wieder. Was lernen wir dann raus? Zephyr wird nicht sterben. Das ist so ein bisschen so eine Death Flag. Nach dem Motto, ja, meine Frau ist gestorben, deswegen habe ich den Ring, den ihr jetzt erst bemerkt. Und, ja, Killergurken. Ja, die habe ich vermisst. Ich erinnere mich noch an die guten alten Killergurken von Anno dazumal. Mein Controller ist wieder am Sterben. Naja, das macht nichts. Wo ich irgendwie, achso, ja. Fängt da schon damit an, ist das nie ein gutes Zeichen, ganz ehrlich. Dazu neue Ruinen hier. Ja, nee, der wird es nicht mehr lange machen, der arme Kerl. Oder ist zumindest eine Möglichkeit. Ja, ich sag doch, Steinschöpfen sind irgendwann Gegner. Oh, da steht ein Laser, das war das, wofür der sich aufgeladen hat. Ich habe mich gerade halt gefragt, was genau macht die Statue da. Oh, ja. Nur ist das ein ziemlich uninteressanter Angriff, wenn man einfach daneben stehen kann und das passiert dann nicht. Naja. Einfach nicht sich genau davor stellen, also keine gute Kampftaktik, das bewerte ich mal mit einem Minus. That's because Zeugles don't come from nature. Who knows what else is lurking out there? Guess we have to be prepared for everything. Yeah. It's freezing in here. And after how hot it was outside, too. It must be the cold air sweeping in from Cyslodia. It's the polar opposite of Calaglia, so I'd get used to it if I were you. Is the little guy okay? Oh, don't worry about Hootle. He's from Cyslodia. Probably just nerves is all. He's not really used to being around other people this much. Rinwell, how about filling them in on what to expect from Cyslodia? Oh, yeah. Let's see. Well, for starters, nobody trusts nobody. Come again? Just like I said. You never know when snake eyes are watching you. That's what they call their lord's henchmen, apparently. Their official title is the Bureau of Civil Observation. They've got cronies undercover everywhere, observing us at all times. So? Renan surveillance was an everyday part of life in Calaglia. Difference is, in Cyslodia, it's not just Renans. They've got Danons spying on each other, too. Or in other words, there's the Snake Eyes themselves, plus all their small-time informants. All it takes is someone squealing on you, and it's straight to labor camp. No questions asked, no goodbyes.
course, informers are rewarded handsomely for their deceit. Everyone's always got one eye open, waiting for the moment to inform on someone before being tattled on first. Hence the not trusting one another, huh? In that case, what do you think they'll make of us? Hard to say. Although, not being from Cyslodia will probably help, honestly. More trustful of outsiders than even your own people. Why go along with it, though? Why doesn't anyone take a stand? Not everyone is strong enough to stand, Alphen. That's why the world needs people like us. Das hat irgendwie merkwürdig lange gedauert, bis da ein rauskam, aber okay. Erstmal einen Lachs fangen. Bloßen Händen einen Lachs fangen, ja. Was soll ich sagen? Elfen hat es halt drauf. Oh, mehr Killergurken. Normally I don't pick on the weak. Meine Güte. See ya! Don't go charging off like that. This one's gonna be tough. It's over. Here I come. You're mine. It's over. Also im Gegensatz zu den ersten Gegnern, die wir hier haben, muss ich hier tatsächlich zumindest darauf achten, ob ich sie jetzt tatsächlich mal boosten, also hochwerfen kann oder nicht. Und wenn ich vergiften könnte, hätte ich erhebliche Vorteile, liebes Spiel, aber naja. Hat schon so seine Gründe, warum ich aufgepasst habe, als da auf einmal Gift rauskam aus der Killergurke. Geh mal weg, wenn sie gerade fertig ist mit dem. Ah, egal, zack. Immer wieder ein schöner Finisher, immer wieder. You're the one who did the heavy lifting. Da kann ich mich nicht dran satt sehen, das gebe ich ehrlich zu. Die riesen Flammensäule, die da emporsteigt, das ist schon eine schöne Sache. Naja, und geht und warten. Do it! See you continue on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? Naja. Nach wie vor kein Problem. Also, meine Befürchtung wegen den Heilpunkten da, sprich, dass ich nicht heilen ohne Ende kann, hat sich bisher halt nicht bewahrheitet. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich, sagen wir mal, auf sehr schwer oder so angefangen hätte zu spielen. Da hinten ist wieder so ein großer Gegner oder was. Aber bisher funktioniert es ganz gut, ne? Ja. Funktioniert jedenfalls. Irgendwie. See you continue on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? Sache, das Problem von den Gegnern hier ist, sie haben keine Technik, die irgendwie auch nur einigermaßen gut aussieht oder ja, was heißt interessant ist, die stark sein könnte. Irgendwie fehlt das so ein bisschen. Aber egal, egal. With your flames and my technique. We're stronger Gute together fliegende than we Gegner, are apart. riesige Knochen in einer komischen Höhle.
Apfelgelee. Joa, kann ich nicht gebrauchen gerade. Egal, wir nehmen es einfach mit. Natürlich warte ich ja immer drauf, dass ich zwischen meinem Gelaber irgendwann mal einen Hutel wieder höre oder so. Eine Eule. Aber bisher tut sich da ja relativ wenig. Glückliche Killergurken mal wieder. Bad feeling about this. Nichts geht über glückliche, biologisch abbaubare Killergurken. Also ich bin nicht im Singen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Zephyr, aber mir geht's gut hier. Ah, der falsche Knopf. Ah, der falsche Knopf von mir. Ah. Von ein Giftbrocken von oben herab. Okay. Another notch in the old belt. Keep 'em coming. You like that taste of freedom, kid? I think I could get used to it. Ja. Freiheit ist eine gute Sache. Viva la Freiheit. Oder France. Oder sowohl als auch. Ne? Ein gewagter Sprung durch die Luft gibt uns ein Orangengelee. I have a bad feeling about this. Manchmal weiß ich natürlich nicht, wann ein Gegner endlich in den Brecherbereich ist und schon springe ich da wieder in die Luft, um irgendwelche Ausweichmanöver zu machen. Achso, du schießt schon wieder Punkte. Kotzbrocken in den Himmel. Nein. Yay. Naja, was soll ich sagen? Killergurken halt. Together, that wasn't even a problem. Und obwohl sie 3 Level über uns sind, kriegen wir hier schon kaum Erfahrungspunkte. Und das plus diesen DLC-Sachen, die wir da hatten, damit wir mehr Erfahrungspunkte kriegen überhaupt. Also, okay. Guess I misread the landing. Hast du. That's not your run-of-the-mill enemy. Machen wir das Beste draus. Ne? Wenn da wieder ein etwas besonderer Gegner rumläuft, speichern wir einfach mal. Und stellen uns diesem Gegner. Das ist eine tobende Killergurke. This one's tough. Macht's We have natürlich no viel besser. choice. Let me know if you need healing. Rising light, come one, come all. Naja. 24.000 Erfahrungspunkte, AP für diese Killergurke da. Ist schon nicht wenig. Machen wir erstmal die zweite normale weg. Im besten Fall. Und dann können wir uns mit Haut und Haaren der großen Bedrohung der tobenden Killergurke widmen. Oh. Ach, das ist so. Tick zu weit weggegangen, schon durfte ich nicht mehr den Angriff machen. Schade drauf. Stefan bleibt einfach drum stehen. Eiskalt. This is it. Dig deep. Au. Easier said than done. No excuses. This is up to us. Ignite. I owe you one. Swallow blade. Sonic thrust. Naja. Noch nicht ganz die Hälfte, wir arbeiten dran. Da kriegen wir hin. Oh yeah. Ein Schlag. Ein schöner Schlag. Naja, und mit Zephyr dabei, naja.
Kannst du nicht einfach den Gegner beleidigen? That move. Ja, wobei, ist das eine Beleidigung? Nein, nicht wirklich. Wow. Au. Stand direkt in der Flugbahn der Blubberblase. Was soll ich machen? Ne? Au. Oh Mensch, da oben ist ein Kern. Ne? Ich sehe das jetzt erst. Ich habe besagten Kern jetzt erst bemerkt, aber das macht ja nichts. Yeah. Mein hat jetzt auch nicht so viel gemacht, aber der Punkt ist ja, ne? Hat Schaden gemacht. Schaden ist gut, wir alle mögen Schaden. Schaden ist gut. Guck mal, die Killersteine. Die tödlich für alle anderen sind, weil sie zu doof sind auszuweichen. Aber nicht für mich. Oh yeah. Friss das, Killergurke. So spielt man oder so ähnlich. Bla bla bla, maximal HP wieder. Yay. Onyx Kettenpanzer. Huh? And what have we got here? Oh, I saw that in a book once. Those things are worth a lot. You're a little bookworm, aren't you? Du bist ein Bücherwurm. Manche würden es als Beleidigung auffassen, manche halt auch wieder nicht. Ne? Ach, wie schön ist das. Es ist so schön. Also, ich habe es ja schon öfter angemerkt, aber ich finde es sehr schön, dass ich halt, wie gesagt, ne, ausrüsten, zack, bum, peng, Rüstung besser. Mehr muss ich nicht drüber nachdenken. Und das ist gut so. Ich will nicht drüber nachdenken müssen, muss ich jetzt die Rüstung verstärken, beziehungsweise kann ich sie verstärken? Ist sie dann besser? Sollte ich sie dann erst ausrüsten? Bla bla bla. Nein. Das ist so viel besser, wenn ich einfach Rüstung finden oder kaufen kann und gut ist. Oh, da kam die Killergurke mir nach. Das ist in Ordnung. Ich hätte ja sowieso gegen sie kämpfen wollen, von daher. Soll sie mir ruhig hinterherkommen. Wow. Einmal war der Gegner da drüben. Ich mache meine ganzen Arts völlig umsonst, weil ich nichts treffe. Oh yeah. Heute zum, ich glaube, 3. oder 4. Mal fährt jetzt Blaulicht an mir vorbei. Ja, oh mein Gott, ey. Buldanerz. Okay. Hier noch irgendwas auf dem kurzen Stück, was wir nicht geskippt, aber wo wir nicht lang gegangen sind sozusagen. Ne? Aber nein, alles gut. Was da ist auch nichts. Eine Eule habe ich bisher auch noch nicht gehört, aber es ist eine Höhle. Ich meine, es hat so dieses, könnte eine hier drin sein. Die Antwort ist wahrscheinlich ja, aber die andere Frage, die ich mir dann stelle, ist direkt wieder, warum? Ja, abgesehen davon, alles gut. Jedenfalls habe ich noch keine gehört, von daher. Fletch. Einmal schön ins kühle Nass. Is the blazing sword okay? A little. Right, here goes. Here I come. It's time. I'll run you through. Turn. See ya. Here I come. Door. Interessant, dass das funktioniert. Here I come. It's over. I'll run you through. See ya. Ich war gerade überlegen, in welche Richtung diese Statue gerade zeigt, ne? Und dann fiel mir auf, hey, ich bin genau an ihrem Hintern, also wird da nichts passieren. Problem gelöst. Show me what you can do, kiddo. Sozusagen. Are
Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Sozusagen. Okay. Noch mehr Steinstatuen-Gegner. Wir werden, macht euch da keine Sorgen, wir werden diesen, wenn man es so nennen möchte, Dungeon natürlich in diesem Part auch durchmachen. Also, am Ende des Videos sind wir hier durch die Höhle durch und gut ist. Ansonsten soll nicht mein Name Kommi sein, sondern eher sowas wie Lügner, Dummkopf, falsche Hoffnung machen, Clipbaiter, Clipbaiter, nicht Clipbaiter. Na, irgendwas so um den Dreh. We're in good form. Bisher konnte ich das ja zumindest immer ganz gut halten. Keine Eule, nix. Macht mich sehr traurig. Macht mich sehr traurig. Okay. Not much further now. The exit will take us straight into Cyslodia. You're brooding again. What's eating at you? We defeated Balsif and liberated Calaglia from the Renans. Now, we're on our way to rescue our fellow Danans in Cyslodia. I'm committed to helping our people. You know that. But then, what happens after that? What's our endgame here? Good question. The Danans vastly outnumber the Renans, yet we rarely take up arms because we know that when it comes to firepower, we don't stand a chance. Even if you succeeded in overthrowing the Lords and freeing Dana, then what? Lenegis would still hover over us, the Renan motherland behind it. If they so desired, the Renans could potentially use their might to wipe us off the planet in a second, no matter how powerful that blazing sword of yours is. So what you're saying is we don't stand a chance. So what the heck are we even doing? There's no sense in discarding today's victory for tomorrow's loss. If fighting yields even a single day of freedom, it will all have been worth it in the end. Who knows? Maybe that's the day we make preparations for the battle that will free us for good. Speaking pragmatically, the fact the Renans don't exterminate us all in spite of their technical advantage has to mean one thing. They need us. It's up to us to put a dent in their armor before they cotton on to our plan. That way, we force them to the negotiating table. You want to negotiate with the Renans? It's galling, I know, but it's the only way to survive while securing our freedom at the same time. That's... But even so, we can't just... If you lot are done talking, there's a lord we came to overthrow. What about you, Shion? What do you plan on doing after we've given the Lords the boot? All I know is, my reasons for fighting aren't the same as yours. I'm through answering these pointless questions. Naja, gehen wir erstmal nach Fragezeichen und gucken uns das Ganze an. Wenigstens schön blau schon mal. So this is Cyslodia. How far is it to the capital? We've still got a ways to go. Also, the Zeugles here are different than those in Calaglia, so be careful. Got it. Sounds like we should make sure we stick close together as we keep moving. Agreed. Hey, Shion! It'll be hard for me to use my rifle in a pinch if we're all bunched together. I'll follow behind the rest of you. Right. Makes sense. What's up with her? She seems even more upfront than back in Calaglia. In case you forgot, we're in enemy territory now. If you don't get serious and focus on the task at hand, you'll be inviting trouble. Don't take it personally. I think that's just the way she is. Plus, you have to remember, with those thorns of hers, she's probably not used to anybody being all that friendly to her. The fact that you can't feel pain means you probably end up getting closer to her than she's used to. You really think so? We're talking about someone who came down to Dana all by herself.
But you don't see her homesick for Lenegis at all, do you? No. That alone speaks volumes about how difficult her whole situation must be. Yeah. It's your job as her partner to understand that, and give her the support she needs. You two are going to be stuck together for a while, so the sooner you make nice, the better. Make nice? Yep. Now come on. I get that they're not exactly on the best of terms, but... is everything going to be okay with these people? Rinwell, don't go too far ahead. You never know where Zoogles might be lurking. Oh, we'll be fine. We've been able to handle them up until now. Still, better that you hang back a bit. No way! I'm the one who asked you to come here in the first place, remember? Yeah, but if we lose you, we won't know where to go. Besides, it's old guys like me who should be sticking their necks out first. But... we need you in order to get in contact with the Resistance in Cislodia. So stick close until we find them, okay? okay. Thanks. Now you've got me wondering. How'd you make it to Calaglia in the first place? I find it hard to imagine you didn't run into Zoogles along the way. Are you good at hiding or something? Yeah, that's it. I'm just really good at staying out of sight. Wow. Still, you had to have been pretty lucky to have made it the whole way unscathed. Lucky indeed. It's crazy to feel just how much the temperature has changed from crossing over a single peak. Is it really that big of a difference? Definitely. Calaglia was hot. I can only tell from appearance, so... Achoo! You might not be able to feel it, but it sure looks like your body responds to it just the same. Seems like it. So if I sneeze, I guess that it's a sign that it's getting chilly. They say that sneezing is often the first sign you're coming down with the cold, too. That's all the more reason you need to be careful with... Ha-choo! Was that also a sneeze? I just bit my tongue, that's all. No, it sounded a lot different from mine, but I could swear it was still... It wasn't a sneeze, okay? Ha-choo! Guess we both need to be careful out here in the cold. Is it hard leaving Calaglia behind? No. Actually, it's kind of a relief to be away from there. Really? What makes you say that? Because it was getting to the point where every man, woman, and child would come up and talk to me like they knew me. I could barely find a moment to breathe, let alone relax. Well, what you did was kind of a big deal, you know. You overthrew a Renan lord and burst open the gates of fire. Yeah, but that was only because I had the blazing sword with me. We wouldn't have made it to Balsef without you and the Crimson Crow, Zephyr. Maybe so. But you're still the one who took him out in the end. It's only natural for people to look up to those who protect them. You're a hero to those people. I never asked to be one. I never asked to take the place of a lord in people's minds. I don't want it. You're a strange one, Alphen. That's for sure. If that's how you really feel, then hold on to that. Listen to those thoughts when you feel lost and don't know what to do. If you can do that, you won't lose sight of who you are, or what the right path to take is. The right path to take, huh? Okay. Das waren jetzt zum Ende nochmal relativ viele ja, Cutscenes in dem Sinne. Skits, wie sie früher hießen. Oder Gespräche oder wie auch immer. Ja, beim nächsten Mal durchwandern wir das schöne Gebiet hier. Die weiße Silberebene. Wo Schneefall ist und die Leute ständig niesen. Bis zum nächsten Mal.